In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie sich jetzt schon vorbereiten können auf die Steuererklärung 2020, die Sie im nächsten Jahr machen. Hier geht es speziell um das Thema Homeoffice. Es ist ja im Moment ein sehr oft gehörtes Wort, Homeoffice, aber wie geht man nun steuerlich damit um und welche Kosten kann man womöglich geltend machen und sich dadurch eine fette Steuererstattung vom Finanzamt wiederholen? Homeoffice 2020 durch Corona in der Steuererklärung. Darum geht es heute in diesem Video. Viele Arbeitnehmer sind ja durch Corona in ihr Homeoffice verbannt. Es herrscht auch große Unsicherheit, wie das nun alles steuerlich geltend gemacht werden kann. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Homeoffice überhaupt bedeutet. In der Arbeitsstättenverordnung ist Homeoffice als Telearbeitsplatz bezeichnet. An solch einen Telearbeitsplatz sind einige Voraussetzungen gebunden. Zum Beispiel muss dieses Homeoffice oder dieser Telearbeitsplatz sich in der Wohnung oder im Haus des Arbeitnehmers befinden. Der Arbeitsplatz muss vom Arbeitgeber eingerichtet werden. Das heißt, er kauft, installiert und wartet auch die Einrichtungsgegenstände. Dann muss es eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geben, wo einige Sachen geklärt werden. Es ist da arbeitsrechtlich als auch steuerlich einiges zu beachten. Zum Beispiel muss festgelegt werden der zeitliche Rahmen. Ab wann und für wie lange soll der Arbeitnehmer seinen Telearbeitsplatz behalten. Dann geht es darum, an wie vielen Tagen der Arbeitnehmer sein Homeoffice nutzt. Wenn er zum Beispiel nur an 2 Tagen das Homeoffice nutzt und die anderen 3 Tage in die Firma fährt, kann er keine Kosten geltend machen. Der Arbeitsplatz wurde ja vom Arbeitgeber eingerichtet und somit hat er keine weiteren Aufwendungen. Ist er aber 3 Tage im Homeoffice oder mehr, dann bildet dieses Homeoffice den Mittelpunkt seiner gesamtlichen beruflichen Tätigkeit und er kann eine ganze Menge Kosten steuerlich absetzen. Im Prinzip sind das die gleichen Sachen, die beim häuslichen Arbeitszimmer absetzbar sind. Zunächst einmal muss die Wohnungsgröße ausreichend sein. Also Sie können jetzt nicht bei 60 Quadratmeter, 3 Zimmer und 3 Personen ein eigenes Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Das wird das Finanzamt nicht anerkennen. Aber wenn Sie zum Beispiel 100 Quadratmeter, 2 Personen haben und 15 Quadratmeter Ihr Arbeitszimmer, das Sie für das Homeoffice zur Verfügung gestellt haben, dann können Sie 15% der gesamten Kosten steuerlich geltend machen. 15% der Kosten nun bei der Mietwohnung ist das die Miete, die Nebenkostenabrechnung und vielleicht noch eine Hausrat- oder Glasversicherung und noch einige kleine Positionen. Wenn Sie Hauseigentümer sind, dann gehören dazu auch die Grundsteuer, die Schuldzinsen, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Schornsteinfeger und noch einige andere Dinge. Ich habe unter dem Video Ihnen einen Link zur Verfügung gestellt, da können Sie sich ein Dokument, ein Report über dieses Thema runterladen und nochmal alles ausführlich nachlesen. Sie müssen natürlich dem Finanzamt gegenüber Ihre Kosten belegen, also es gibt da keine Pauschale. Wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können Sie maximal 1.250 € in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Und wenn Ihr Homeoffice, also Ihr häusliches Arbeitszimmer, den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet, dann können Sie in unbegrenzter Höhe die Kosten geltend machen. Es sind aber noch andere Voraussetzungen an das häusliche Arbeitszimmer gebunden. Also die Wohnung muss ausreichend groß sein. Es muss noch genügend Wohnraum zur Verfügung stehen. Idealerweise hat Ihr Arbeitszimmer eine Tür und ein oder mehrere Fenster. Was bedeutet das, eine Tür? Nun ja, es sollte kein Durchgangszimmer sein. Wenn jetzt Ihr Arbeitszimmer, Durchgangszimmer zu einem Bügelzimmer oder Ankleidezimmer ist, dann sind das Räume von untergeordneter Bedeutung und Sie haben ganz gute Chancen, in dem Fall auch ein Durchgangszimmer steuerlich geltend zu machen. Gelangt man aber durch Ihr Homeoffice nur ins Wohnzimmer, in die Küche oder zur Terrasse in den Garten, dann haben Sie keine Chance, dann können Sie keine Kosten geltend machen. Was Sie immer geltend machen können, sind die Kosten für Arbeitsmittel. Ich habe Ihnen in dem Report einige Beispiele aufgelistet.
Also wenn Sie keine Kosten für Ihr Homeoffice geltend machen können, dann aber wenigstens die Kosten für Arbeitsmittel, wie sofern der Arbeitgeber die Kosten nicht übernimmt, Schreibtisch, ein Bürostuhl, ein Papierkorb, eine Schreibtischunterlage, eine Pinnwand, ein Whiteboard, ein Locher, ein Tacker und was man noch alles so braucht. Ja, und damit Sie nichts vergessen, haben Sie eine schöne Zusammenstellung hier unter diesem Video. Nutzen Sie die Gelegenheit, dieser Report ist kostenlos für Sie. Homeoffice 2020 durch Corona in der Steuererklärung. Stand 7. April 2020. Im Kampf gegen das Coronavirus rücken die Menschen immer enger zusammen und jeder versucht natürlich, aus den Umständen das Beste zu machen. Ja, und viele bleiben zu Hause und mobiles Arbeiten wird wieder neu entdeckt. In diesen turbulenten Zeiten ist es besonders wichtig, dass Sie gut informiert sind und speziell in diesem Fall zum Thema Homeoffice. Wir können alles nur aus heutiger Sicht betrachten und vielleicht gibt es ja noch einige Gesetzesänderungen. Wie gesagt, Stand 7. April 2020. Ich habe einen kostenlosen Report für Sie erstellt. Homeoffice, was kann ich steuerlich absetzen? Er soll Ihnen dabei helfen, sich einen Überblick zu verschaffen. Möchten Sie aber noch mehr darüber erfahren, empfehle ich Ihnen meinen Ratgeber auf Amazon. Wollen Sie Ihr Geld zurück? Beteiligen Sie das Finanzamt an den Kosten für Ihr Arbeitszimmer. Sie können diesen Ratgeber auf Amazon als E-Book oder auch als Taschenbuch erwerben. Den Link dazu finden Sie ebenfalls unter dem Video. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Effekt. Ihre Jutta Martin.